Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es wieder um den Caddy, weil bei dem machen wir einen Service. Da haben wir sämtliche Filter gewechselt und jetzt möchten wir einmal den Innenraumfilter wechseln. Das ist ein VW Caddy, Motorcode BLS, ist aber egal. VW Caddy, Baujahr 2010. Bei dem wollen wir einmal den Innenraumfilter wechseln. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und wie man das Ganze wechseln kann, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Deswegen achtet darauf, dass wir euch über YouTube anschreiben können, dass ihr die in der Kanalinfo oder auf eurem YouTube-Account die E-Mail hinterlegt habt, damit wir euch kontaktieren können. Ansonsten kriegt ihr das im Livestream mit. Und somit haben wir auch Content, was wir dann im Livestream machen können. Ihr habt was davon, wir haben was davon. Wir probieren es mal aus und das wird jetzt jeden Monat so sein. Ja, deswegen, wenn ihr Bock habt und desto mehr Kommentare ihr schreibt, desto höher ist die Chance für euch zu gewinnen. Und ich denke mal, das ist eine gute Idee, um die zu belohnen, die fleißig immer Kommentare schreiben. Ja, das ist so eine Idee von uns für euch. Wenn ihr Bock drauf habt, macht mit, schreibt fleißig Kommentare, egal unter welches Video. Und ich würde sagen, achso, Teilnahmebedingungen, Gewinnspiel, Teilnahmebedingungen sind unten in der Videobeschreibung. Die werden jetzt bei jedem mit dabei sein. Und ja, wie gesagt, am 1. geht es immer los und am 30., jeweils am 31. endet Gewinnspiel und das halt jeden Monat. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ja, viel Glück. Ich würde sagen, weiter mit dem Video. Wir befinden uns im Beifahrerfußraum. Hier schrauben wir die 2 Kunststoffschrauben ab. Holen das Ganze einmal raus. Dann sehen wir hier einen Deckel, den wir zur Seite bewegen können. Das können wir auch einmal zur Seite rausnehmen. Dann können wir das Ganze hier einmal rausholen. So wie es aussieht, wurde der nicht sehr oft gewechselt. Ja. Jetzt könnt ihr Folgendes machen. Zündung an, Gebläse. Das Ganze einmal anmachen, damit er den ganzen Dreck rauspustet. Und dann den neuen Filter wieder rein. Und so. Das Ganze wieder zusammenbauen.
Ja, Leute, und so kann das Ganze dann aussehen, wenn man den nicht regelmäßig wechselt. Deswegen zu empfehlen, alle 30.000 Kilometer oder jedes Jahr den Innenraumfilter zu wechseln. Den Innenraumfilter gibt es von Mannfilter in unterschiedlichen Qualitätsstufen, sage ich jetzt mal. Wir verlinken die alle unten in der Videobeschreibung. Da gibt es den Aktivkohlefilter, Papierfilter und den biofunktionalen Filter. Wer da Bock hat, kann das Ganze gerne abchecken, dann könnt ihr euch unterschiedliche Innenraumfilter reinmachen. Wichtig ist es einfach, egal welchen ihr reinmacht, regelmäßig zu wechseln. Sonst atmet ihr durch diesen Filter und das ist, glaube ich, nicht ganz gesund. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ihr könnt den Kanal sehr gerne abonnieren, der ist kostenlos, beziehungsweise alle YouTube-Kanäle sind kostenlos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!